Jesus war ein Mensch. Jesus war hungrig, müde und er konnte über etwas staunen. Und so wie kein Mensch allwissend ist, so war es auch Jesus nicht. Im Neuen Testament wird uns oft klar gemacht, dass Jesus als Mensch auf der Erde war. Als Mensch auf der Erde? Also glaubst du auch nicht, dass Jesus Gott ist? Warte. 2 Kapitel weiter in Markus 12,36 wird klar, dass Jesus schon vor seiner Geburt existierte. Jesus selbst sagt es, dass er der Messias und der Herr Davids war, schon bevor er auf der Welt war. Markus 12,35. Als Jesus im Tempel lehrte, sagte er: Wie können die Schriftgelehrten behaupten, der Messias sei der Sohn Davids? Denn David hat vom Heiligen Geist erfüllt selbst gesagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setz dich mir zur Rechten und ich lege dir deine Feinde unter die Füße. Der Messias, also Jesus, stammt nicht nur von David ab. Er ist in diesem Sinne also nicht nur ein Sohn Davids. Nein, Jesus war auch schon der Herr Davids, als David lebte. Schon damals stand Jesus mit Gott dem Vater in intensiver Beziehung. Also lebte Jesus schon zur Zeit Davids? Ja, aber in einer anderen Form, nicht als Mensch. In welcher Form Jesus existierte, erfahren wir zum Beispiel im Philipperbrief. Dort steht: Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte bzw. erniedrigte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Wir lesen, dass Jesus Gott gleich war, jedoch nicht selbstsüchtig an diesem Status festhielt, sondern freiwillig die Einschränkung auf sich nahm, ein Mensch zu werden. Sein Reichtum hat er in Armut verwandelt. Wenn Muslime behaupten, Gott sei es unmöglich, sich selbst einzuschränken, argumentieren sie widersprüchlich, denn gleichzeitig betonen sie, dass Gott allmächtig ist. Nach dem Gottesbild von Pierre Fouret scheint Gott nicht in der Lage zu sein, alles zu tun, was er tun will. Dem Sohn Gottes jedoch war es möglich, sich selbst so niedrig zu machen, dass er leiden und sogar am Kreuz sterben konnte, weil dies der Wille des Vaters war. Bitte schau dir auch dieses volle Antwortvideo an und schreib deinen Kommentar dazu.